Die zweite Monster Hunter World Beta ist gerade zu Ende gegangen und für alle, die ihre Traumwaffe bisher noch nicht gefunden haben oder nicht in der Lage waren, die Beta selbst zu spielen, habe ich hier eine kurze Zusammenfassung aller 14 Waffentypen in Monster Hunter World. Viel Spaß! Das Großschwert. Das Großschwert mag sich für viele anfangs langsam und unhandlich anfühlen. Und das ist de facto nicht ganz falsch. Viele geben diese Waffe nach den ersten Versuchen wieder auf, weil sie aufgrund der Schwergängigkeit der Waffe das Gefühl haben, plötzlich selbst zum Gejagten zu werden oder weil sie das Monster nicht oft genug treffen. Der Träger des Großschwerts muss selbst in hitzigsten Gefechten einen kühlen Kopf bewahren und stets nach Gelegenheiten suchen, einen gezielten und verheerenden Angriff zu starten. Euer aufgeladener Schlag ist nämlich eine der mächtigsten Attacken im ganzen Spiel und sobald das Ziel hilflos am Boden liegt, kann euch nichts mehr stoppen. Das Schwert und Schild. Im Gegensatz zum Großschwert ist die Kombination von Schwert und Schild eine der agilsten und schnellsten, auf die ihr in Monster Hunter World treffen werdet. Pro Schlag verteilt ihr zwar nicht ganz so viel Schaden wie andere Waffen, doch das machen Schwert und Schild durch ihre hohe Frequenz an Angriffen und die Möglichkeit, Items bei gezogener Waffe zu benutzen, wieder wett. Damit könnt ihr unglaublich schnell auf neue Situationen reagieren und vielleicht sogar euren Teamkameraden den Allerwertesten retten. Dies macht es zu einer guten Wahl für Neulinge, aber lasst euch davon nicht abschrecken. In den richtigen Händen macht diese Waffe nicht nur wahnsinnig viel Spaß, sondern gibt euch auch die Möglichkeit, verloren geglaubte Schlachten wieder zu euren Gunsten zu wenden. Die Doppelklingen. Wer sich schon immer mal wie eine Anime-Figur fühlen wollte, für den sind die Doppelklingen eine hervorragende Wahl. Denn ihr seht mit euren Angriffen nicht nur cool aus, sondern verteilt auch ganz schön viel Schaden. Der Dämonenmodus verbraucht zwar kontinuierlich Ausdauer, ist aber das Schlüsselelement, um eure Klingen aufzuladen und so ununterbrochen Druck auf das Monster auszuüben. Die Reichweite ist begrenzt, aber wenn die Doppelklingen erst einmal gemeistert sind, wird sich eure Beute eh nicht lang auf dem Bein halten können. Dies kommt allerdings zu einem Preis. Blocken ist nicht. Richtig getimtes Ausweichen wird zu einem Muss. Das Langschwert. Eine hohe Reichweite und tödliche Kombos machen das Langschwert zu einer der beliebtesten Waffen im Monster Hunter Franchise. Ihr ladet im Laufe des Kampfes euren Elanbalken auf, der nicht nur einen Angriffsbonus gibt, wenn er gefüllt ist, sondern euch auch Zugriff auf ein neues Arsenal an Angriffen gibt. Wenn ihr in der Lage seid, den letzten Angriff eurer Elan-Kombo zu treffen, levelt euer Schwert quasi eine Stufe auf. Dies kann bis zu 3 Mal geschehen und mit jedem dieser Level-Ups wird euer Schwert stärker und ihr verteilt mehr Schaden. Außerdem könnt ihr diesen Buff dazu nutzen, um stylische Luftangriffe auszuführen, aber das im Detail zu erklären würde den Umfang dieses Videos sprengen. Nur im Multiplayer sollte man vorsichtig mit dieser Waffe sein, da eure hohe Reichweite oft Mitjäger zum Staucheln bringt und so ihre Attacken unterbricht. Der Hammer. Der Hammer ist eine sogenannte stumpfe Waffe. Im Gegensatz zu den Schnittwaffen kann man hiermit beispielsweise keine Schweife abtrennen. Was er dafür aber meisterlich beherrscht, ist das K.O.-Schlagen von Monstern. Einige gut gezielte Treffer auf den Kopf des Monsters und schon geht es zu Boden und sieht Sternchen. Der Hammer kann, ähnlich wie das Großschwert, in 3 Stufen aufgeladen werden und entfesselt je nach Ladung verschiedene verheerende Attacken. Als Hammerträger ist eure Position im Team klar. Ihr kümmert euch um den Kopf des Monsters und versucht es so oft wie möglich zu Fall zu bringen, um euch und euren Teamkameraden die Chance zu bieten, viel Schaden auszuteilen. Das Jagdhorn. Der Jagdhornspieler ist quasi der Barde in eurem Team. Jeder Angriff spielt einen Ton, reiht die richtigen Töne, also die richtigen Angriffe, aneinander und sie ergeben ein Lied. Diese Lieder sind Buffs für euer gesamtes Team und können die unterschiedlichsten Effekte haben. Heilung, Angriffsboost, Verteidigungsboost, Winddrucknegierung und so weiter. Jedes Jagdhorn kommt mit einer unterschiedlichen Auswahl an Liedern und man sollte sich bereits vor der Quest gut überlegen, welche Boni man für bestimmte Kämpfe brauchen könnte. Aber glaubt nicht, dass das Jagdhorn nur eine unterstützende Waffe sei, die man von den hinteren Reihen aus bedient. Wenn kein Hammer zur Stelle ist, kann man damit Monster quasi genauso schnell ins Traumland schicken. Die Lanze. Schon in mittelalterlichen Überlieferungen wurde von Helden erzählt, die Drachen wohl mit der edelsten aller Waffen niedergestreckt haben, der Lanze. Wie könnte sie also in einem Spiel, das buchstäblich das Erjagen von Drachen behandelt, fehlen? Mit ihrem großen Schild bietet die Lanze mit die beste Verteidigungsmöglichkeit im Monster Hunter World. Außerdem verfügt sie über eine hohe Reichweite und kann so auch sehr großen Monstern äußerst gefährlich werden und kontinuierlich Schaden austeilen.
Und sollte euch die Bestie doch einmal entwischen, könnt ihr mit Hilfe eures Lanzensprints das Monster verfolgen und schnell wieder zum Stopp zwingen. Die Gewehrlanze. Der kleine Bruder der Lanze. Oder doch der große Papi? Die Gewehrlanze ist im Grunde genau das. Eine Lanze mit einem Gewehr. Wem das ewige Gestochere also irgendwann zu öde wird, kann auf diese Abwandlung der Lanze umsteigen und zusätzlich Gewehrkugeln in das Monster jagen. Ob ihr nun einzelne Schüsse abfeuert, alle auf einmal entladet oder das gefürchtete Wie von Feuer entfacht, ist dabei vollkommen euch überlassen. In Monster Hunter World wurde außerdem eine neue Mechanik eingeführt, mit der ihr eine explosive Klinge in das Monster rammt, die sich nach kurzer Zeit selbst entzündet und explodiert. Eindeutig der Michael Bay unter den Monster Hunter Waffen. Der Knackpunkt an dieser Waffe allerdings ist, ihr müsst eure Schüsse selbstverständlich nachladen und die Schärfe eurer Waffe leidet ganz schön stark unter den dauernden Explosionen. Die Morph-Axt. Die Morph-Axt verfügt über zwei Modi. Den Axtmodus, in dem ihr schnelle, weitreichende Schläge aneinander reihen könnt, und dem Schwertmodus, der etwas langsamer, aber nicht weniger tödlich ist. Diese Waffe verbindet Mobilität und Schaden wie vermutlich keine andere und ist dabei nicht einmal so schwer zu meistern, da ihre Kombos zwar komplex aussehen, aber einer klaren Struktur folgen. Sobald man den Dreh raus hat, wann man in welchen Modus zu wechseln hat, fühlt man sich wie ein junger Gott. Vor allem, wenn man die elementare Entladung, quasi den Finisher, richtig setzt. Man muss nur ein Auge auf den Ladungsbalken haben. Ist dieser leer, kann nicht weiter im Schwertmodus gekämpft werden. Da heißt es dann abwarten oder die Waffe nachladen. Die Energieklinge. Die Go-To-Waffe vieler Veteranen und für viele Anfänger wie Algebra in der Schule. Dies ist vermutlich die technisch schwierigste Waffe, die es im Monster Hunter Franchise bisher gibt. Und da ihre Mechaniken ein eigenes 15-Minuten-Video füllen könnten, will ich nur ganz kurz anreißen, warum diese Waffe von so vielen geliebt wird. Das Hauptaugenmerk der Energieklinge liegt darauf, eure Fiolen zu laden. Dies geschieht, indem ihr das Monster im Schwertmodus angreift. Die Verfärbungen in der Anzeige zeigen euch eure Ladungsstufe. Gelb heißt, ihr habt Ladung für 3 Fiolen. Rot, dass ihr genug für alle 5 habt. Wenn ihr die Fiolen geladen habt, könntet ihr sie dafür verwenden, sie im Axtmodus dem Monster um die Ohren zu hauen. Oder ihr könntet sie durch abbrechende Animationen in euren Schild laden, um diese stärker zu machen. Nun fangt ihr an, eure Fiolen erneut aufzuladen. Gelb, Rot, laden. Jetzt geht's aber an Schaden austeilen. Nicht ganz. Neu in Monster Hunter World ist, dass man nun auch sein Schwert aufladen kann. Also ladet ihr die Fiolen in euer Schwert und beginnt von vorne. Gelb, Rot, laden. Und nun? Jetzt seid ihr endlich soweit, das Monster anzugreifen und maximalen Schaden zu verursachen. Außerdem gibt es neben all dem aber noch die Superentladung aller Fiolen gleichzeitig und Guard Points, die quasi Mini-Blocks für ein paar Millisekunden sind. Und, ach ja, habe ich erwähnt, dass man mit dieser Waffe sogar Monster K.O. hauen kann? Dazu aber mehr in einem eigenen Video. Die Insektenglefe. Der König der Lüfte. Die Insektenglefe ermöglicht es euch, Monster zu mounten wie kein anderer. Doch ähnlich wie bei der Energieklinge verbirgt sich hinter der Fassade einiges, was man wissen muss, um diese Waffe optimal nutzen zu können. Die Insektenglefe hat ihren Namen nicht ohne Grund. Sie kommt in 2 Teilen, der Glefe, also dem Stab, und einem Insekt. Dieses Insekt hat vor allem die Aufgabe, euch Buffs zu besorgen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass ihr euer Insekt ausschickt, um von bestimmten Teilen des Monsters Essenzen zu euch zurückzubringen. Es gibt 4 verschiedene Essenzen. Die grüne heilt euch, die rote erhöht euren Angriff bzw. eure Angriffsgeschwindigkeit, die orangene erhöht eure defensiven Kapazitäten und die weiße erhöht eure Mobilität und eure Sprunghöhe. Rot, Weiß und Orange kombiniert ergeben etwas, was ich gern liebevoll den Triple Buff nenne. Eure erste Priorität sollte darauf liegen, diese 3 Essenzen zu bekommen, da ihr damit euren Schaden maximiert und die Jagd viel schneller vorüber sein wird. Der Bogen. Wir kommen zum Fernkampfwaffenabschnitt in unserem Video und damit zu einem Teil, der von vielen, vor allem unerfahrenen Jägern, gemieden wird. Der Bogen ist im Grunde eine simple Waffe. Ihr ladet euren Bogen auf und je nach Ladungsstufe verschießt ihr unterschiedliche Arten von Schüssen. Weit gestreute, gebündelte, einen einzelnen Pfeil, der das Ziel durchschlägt und mehrfach Schaden zufügt und so weiter. Unterschiedliche Bögen kommen mit unterschiedlichen Arten von Schüssen. Zusätzlich könnt ihr außerdem Gebrauch von Beschichtungen machen, die auf die Pfeile aufgetragen werden. In der Beta waren bisher die Kraftbeschichtung zu sehen, die Paralysebeschichtung und die Nahkampfbeschichtung. Wir wissen allerdings aus der Kombinationsliste und früheren Spielen, dass es weitere Beschichtungen geben wird. Außerdem gibt es einen neuen speziellen Schuss im Monster Hunter World, bei dem der Jäger die Pfeile über den Boden zieht, sie so entflammt und dann ein feuerwerkartiges Bündel dem Monster um die Ohren haut.
Das leichte Bogengewehr. Das leichte Bogengewehr ist eine agile Fernkampfwaffe, die auf die unterschiedlichsten Arten von Munition setzt, um dem Monster keine gute Zeit zu bescheren. Der größte Vorteil dieser Waffe ist allerdings gleichzeitig ihre größte Schwäche, denn auch wenn es unheimlich viel Spaß macht, mal mit detonierender, mal mit paralysierender Munition zu schießen, so muss man bedenken, dass diese Munition entweder gecraftet oder für viel Geld gekauft werden muss. Die Standardschüsse oder Perforationsschüsse etc. sind einigermaßen einfach zu beschaffen. Bei der explosiven Munition muss man da allerdings schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Oder man muss sogar eine eigene Sammelsetzung einlegen, um die zum Herstellen benötigten Materialien zu erhalten. Wer darin allerdings kein Problem sieht, hat mit dem Bogengewehr eine unglaublich vielseitige Waffe, die bei der richtigen Nutzung einiges an Schaden verursacht. Das schwere Bogengewehr. Die letzte Waffe im Monster Hunter Arsenal und vermutlich auch eine der mächtigsten. Mit dem schweren Bogengewehr bewegt man sich um einiges langsamer als mit dem leichten, teilt dafür aber auch ganz schön aus. Vor allem mit der neuen Fernkampfsteuerung, die nun viel mehr einem Third-Person-Shooter gleicht, ist es eine wahre Freude, einen Kugelhagel auf das Monster niederrasseln zu lassen oder mit einem gut gezielten Schuss die Bestie zunächst zu durchlöchern und dann eine Reihe von Explosionen folgen zu lassen. Das schwere Bogengewehr wird auf jeden Fall seinen Weg in meine Waffenkammer finden, allein für den Fall, dass ich mich mal wieder wie Rambo fühlen will. Allerdings ist das Munitionsproblem dasselbe wie beim leichten Bogengewehr. Und das waren auch schon alle 14 Waffenarten, die es im Monster Hunter World zu spielen gibt. Vielen Dank an alle, die es bis zum Schluss durchgehalten haben, und wenn ihr mir noch weiterhelfen wollt, hinterlasst mir einen Kommentar, was ihr von dem Video haltet. Es ist das erste, was ich in Ewigkeiten wieder gemacht habe, und ich würde wirklich gerne euer Feedback hören, was ich verbessern könnte, was gut lief, was nicht so gut lief, etc. Also nochmal, vielen Dank an alle, wir sehen uns. Bis dann!